Im Zuge Ihrer Recherche finden Sie das perfekte Buch zu Ihrem Thema, aber leider gibt es das Werk in keiner Münchner Bibliothek? Kein Problem, wir an der Universitätsbibliothek bestellen es für Sie. Wenn Sie Spezialthemen bearbeiten oder seltene Bücher oder Artikel benötigen, kann es sein, dass wir diese nicht im Bestand haben. Das ist in den meisten Fällen jedoch kein Problem, denn wenn eine andere Bibliothek den Titel besitzt, gibt es die Möglichkeit, das Werk über die sogenannte Fernleihe nach München zu bestellen. Die Fernleihe ist in den meisten Fällen kostenlos. Um etwas über die Fernleihe zu bestellen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Sie sind Studierende oder Beschäftigte der LMU. Es handelt sich um ein Buch oder einen Artikel aus einer Zeitschrift oder einem Sammelband. Das Buch ist an keinem unserer Standorte und in keiner anderen Bibliothek in München vorhanden oder zugänglich. Also auch nicht an der Bayerischen Staatsbibliothek oder der Technischen Universität München. Weiterhin gibt es einige Ausnahmen. Nicht-wissenschaftliche Literatur wie Kochbücher, aber auch Taschenbücher, die aktuell im Buchhandel erhältlich sind und dort weniger als 15 € kosten, können wir leider nicht bestellen. Aus urheberrechtlichen Gründen können auch DIN-Normen und Abschlussarbeiten nicht durch die Fernleihe beschafft werden. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie Ihr gewünschtes Buch bestellen. Scrollen Sie dazu in unserem Online-Katalog ganz nach unten. Ein Klick auf den Button Fernleihe in der blauen Fußleiste ganz links führt Sie zum Gateway Bayern. Suchen Sie dort nach dem gewünschten Titel. Der Verbundkatalog Gateway Bayern findet Bücher, die in einer bayerischen wissenschaftlichen Bibliothek vorhanden sind. Wenn Sie in der Trefferliste den passenden Titel gefunden haben, öffnen Sie die Detailanzeige. Hier sehen Sie auch, welche Bibliotheken den Titel besitzen. Prüfen Sie an dieser Stelle noch einmal, ob das gewünschte Buch in München vorhanden ist. Um die Fernleihe abzusetzen, klicken Sie auf den SFX-Button unterhalb der Titeldaten. Damit kommen Sie auf die zentrale Seite für Services des Bibliotheksverbundes Bayern. Für die Fernleihe wählen Sie „Das will ich haben, ein Service des Bibliotheksverbunds Bayern“ aus. Hier geben Sie an, zu welcher Einrichtung Sie gehören. In unserem Fall wählen Sie den Typ Universitätsbibliothek und den Namen UB der LMU München aus. Und los! Geben Sie nun Ihre Bibliotheksnummer und Ihr Kennwort ein. Es handelt sich um dieselben Anmeldedaten, die Sie auch für unseren Online-Katalog benutzen. Sie gelangen zur Übersicht über Ihre Bestellung. Hier können Sie angeben, ob genau diese Auflage eines Titels gewünscht ist oder ob zum Beispiel auch neuere Auflagen geliefert werden könnten. Sie können uns außerdem mitteilen, ob das Buch nach einem bestimmten Datum nicht mehr benötigt wird. Zum Beispiel nach der Abgabe Ihrer Hausarbeit. Falls Sie einen Aufsatz aus einer Zeitschrift bestellen, suchen Sie im Gateway Bayern nach dem Titel der Zeitschrift. Nachdem Sie den Bibliothekstyp und Namen Ihrer Einrichtung angegeben haben, geben Sie direkt Jahr und Band des gewünschten Zeitschriftenheftes ein. In der Bestellungsübersicht geben Sie nun außerdem Titel, Autor und die Seitenzahl des Aufsatzes an. Wenn alle Daten eingegeben und überprüft wurden, können Sie die Fernleihbestellung abschicken. Nun heißt es warten. Lieferungen aus bayerischen Bibliotheken dauern in der Regel 1 bis 2 Wochen. Lieferungen aus anderen Bundesländern 2 bis 4 Wochen. Wenn Ihre Bestellung eingetroffen ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung per Mail. Aufsätze aus Sammelbänden oder Zeitschriften dürfen wir Ihnen in vielen Fällen als Scan übermitteln. Wir schicken sie Ihnen dann direkt per Mail. Wenn nicht, werden Kopien geliefert, die Sie genau wie Bücher zu den Öffnungszeiten an unserer UB-Infotheke in der Zentralbibliothek abholen können. Bei weiteren Fragen hilft Ihnen das Fachpersonal der Universitätsbibliothek gerne weiter. In unserer Videobeschreibung und auf der Website der UB der LMU München finden Sie außerdem weiterführende Informationen und Links zu anderen hilfreichen Videos.